Wenn wir mal ganz ehrlich sind, jeder von uns freut sich, wenn er hier und dort etwas sparen kann. Sei es auf der finanziellen Seite oder aber auch auf der Stressseite. Denn beides oder eben auch für sich allein kann im Endeffekt zu Frust führen. Und genau deswegen gibt es heute ein neues Kauf das, nicht das Video. Das heißt, ich werde euch heute Alternativen für bestimmte Hautpflegeprodukte präsentieren, die zumindest meinen persönlichen Bedürfnissen und Ansprüchen nicht gerecht werden. Und ich werde auch selbstverständlich viele Informationen und natürlich auch meine Erfahrungen mit diesen Produkten mit euch teilen, damit ihr einfach jene Produkte besser einschätzen könnt, denn damit spart man sich natürlich nicht nur Geld, Stress, sondern auch Frust. Denn wer hat die Zeit und wer hat Bock, alle Produkte in der Drogerie zu testen, nur um dann festzustellen, dass dieses oder jenes Produkt ein absoluter Fehlkauf ist? Ich persönlich mache das wahnsinnig gerne, weil das unter anderem mein Job ist und deswegen hoffe ich einfach sehr, dass euch dieses Format irgendwie weiterhilft. Ich würde mal mit den Reinigern starten und ein Produkt, das mich enttäuscht hat, ist definitiv die Balea Beauty Expert Cleansing Sorbet Cream, denn die soll laut eigenen Angaben Make-up entfernen, was ich aber definitiv nicht bestätigen kann, denn ich bekomme diese Cleansing Sorbet Cream auch nur schwer runtergespült, das heißt, ich habe dann auch immer noch Make-up-Reste im Gesicht, sprich, ich bin gezwungen, Double Cleansing zu machen und da bin ich einfach kein großer Fan von. Also einfach allgemein die Handhabung des Produkts, die Performance passt für mich persönlich nicht, auch wenn es komplett parfümfrei ist und ohne deklarationspflichtige Duftstoffe auskommt und nicht in den Augen brennt, muss man dazu sagen, was mir persönlich auch sehr, sehr wichtig ist. Aber irgendwie hat das Produkt hier seinen Zweck verfehlt und deswegen habe ich als mögliches Alternativprodukt den The Ordinary Glycolipid Cream Cleanser am Start, den ich als PR-Sample zugeschickt bekommen habe. Und ich muss auch sagen, dass ich nie gedacht hätte, dass ich diesen Cream Cleanser so dermaßen mögen würde, denn der ist nicht nur super angenehm von der Performance her, lässt sich easy peasy verteilen, hinterlässt jetzt auch keinen wachsigen Film, sondern der lässt sich auch problemlos runterspülen. Das heißt, egal wie viel ich davon nehme, egal wie ich es einarbeite, das Produkt lässt sich immer gut runterspülen und hinterlässt so eine angenehm gepflegte Haut. Also so eine ganz dezent gepflegte Haut, ohne dass es sich wachsig und total schmierig anfühlt. Entfernt dieser Cleanser Make-up? Nein, tut er überhaupt nicht, aber ich finde ihn für morgens oder wenn man jetzt nicht viel Make-up drauf hat, richtig, richtig angenehm, brennt auch nicht in den Augen und ist halt einfach im Vergleich zu dem Balea Beauty Expert Cream Cleanser deutlich, deutlich besser und angenehmer, was die Performance angeht, also zumindest für meine fettarme und trockene Haut. Leider ist auch das Balea Med Reinigungsöl so ein kleines Flop-Produkt für mich, auch wenn ich den Eigengeruch sehr, sehr gerne mag und auch die Sensorik dieses Produkts sehr, sehr gerne mag, muss ich sagen, dass die Reinigungsleistung hier kaum vorhanden ist, denn dieses Reinigungsöl lässt sich nicht mit Wasser rückstandslos entfernen. Das heißt, ich bin mal wieder gezwungen, Double Cleansing zu machen und ich betreibe sehr ungern Double Cleansing, weil ich eine super empfindliche Haut habe. Ich weiß, es gibt sehr viele Menschen, die das Double Cleansing feiern und die das auch sehr, sehr regelmäßig betreiben können. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass das auch so eine Hauttyp-Frage ist oder eben auch so eine individuelle Frage und Angelegenheit ist. Also wenn man zum Beispiel eine super empfindliche Haut hat oder wenn man zu Rosacea neigt oder wenn man Akne hat und seine Haut nicht noch zusätzlich mechanisch beanspruchen möchte, indem man einen zweiten Reinigungsschritt macht, dann ist Double Cleansing für diese Person selbstverständlich ungeeignet und ich sehe mich auch eher auf dieser Seite, weil ich einfach eine super empfindliche Haut habe, die zu allergischen Reaktionen neigt. Eine Alternative zum Balea Med Reinigungsöl ist das Isana Reinigungsöl, weil es sich mit Wasser deutlich besser entfernen lässt. Also zumindest bei mir hinterlässt es keinerlei Film auf der Haut und auch nicht auf den Augen. Es lässt sich gut verteilen, man kann auch gut damit Make-up entfernen und das Ganze auch mit Wasser wunderbar runterspülen. Und alle, die gern Double Cleansing betreiben, können dieses Reinigungsöl natürlich auch nutzen.
Zum Alverde Vitamin C Serum habe ich ein komplettes Video gemacht und natürlich auch das Ceramid Serum getestet. Falls ihr euch im Detail dafür interessieren solltet, verlinke ich euch hier in dem i und unten in der Infobox. Aber für mich persönlich ist dieses Serum eher ein Flop-Produkt, weil meine Haut damit nicht so gut zurechtgekommen ist. Also ich habe leider in der Testphase allergisch darauf reagiert. Also ich vermute sehr, sehr stark, dass es daran lag, weil ich sonst keine anderen Produkte in meiner Routine hatte. Und ich denke mal, dass es daran liegt, dass hier Orangenblütenwasser enthalten ist. Zumal man eben auch dazu sagen muss, dass das Vitamin C-Derivat, das hier verwendet wurde, in der eingesetzten Konzentration von 1% hauptsächlich antioxidativ wirken wird und das Serum allgemein ja, der Haut eher Feuchtigkeit zuführen wird. Und da ich das hier nicht so gut vertragen habe, habe ich natürlich auch ein Alternativprodukt am Start, das zwar nicht Naturkosmetik zertifiziert ist und auch nicht naturkosmetisch formuliert ist, aber das ich deutlich besser vertrage und das auch Vitamin C-Derivate enthält, und zwar in einer Konzentration von 2%. Das heißt, ihr bekommt hier von den Vitamin C-Derivaten noch ein bisschen mehr. Nichtsdestotrotz wird auch dieser Toner eher antioxidative Eigenschaften aufweisen. Und zwar ist das der neue Balea Beauty Expert Glow Toner. Sprich, wenn es euch wirklich nur darum geht, irgendwelche antioxidativen Bestandteile in eure Routine zu integrieren in Form von Vitamin C-Derivaten, dann ist das hier eine sehr, sehr gute Alternative zu dem Alverde Vitamin C Serum. Natürlich nur, wenn euch diese Naturkosmetik-Zertifizierung nicht so wichtig ist. Dieses Produkt feiern wirklich sehr, sehr viele Menschen, und zwar ist das der Isana Liquid Moisturizer, und ich kann das auch hundertprozentig nachvollziehen, dass dieser Liquid Moisturizer so viele Fans hat. Ich persönlich gehöre nicht dazu, denn mir ist dieser Liquid Moisturizer zu klebrig auf der Haut und ich musste auch während der ganzen Testzeit feststellen, dass das Produkt einfach keinen wirklichen Vorteil für mich bringt und dass ich das in meiner Routine absolut nicht vermisse. Dementsprechend habe ich ein Alternativprodukt, das auch viele feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe enthält und auch eben Inhaltsstoffe, die natürlicherweise in unserer Haut vorkommen. Und zwar ist das der Balea Beauty Expert Hydration Toner. Der ist ein bisschen wässriger, also nicht nur ein bisschen, sondern deutlich wässriger im Vergleich zu dem Isana Liquid Moisturizer und fühlt sich auch angenehmer auf der Haut an. Also er ist nicht so klebrig. Das heißt, ich kann ihn auch besser in meine Routine integrieren und benutze diesen Toner auch wirklich in aller Regelmäßigkeit, weil ich ihn so, ja, einfach in der Handhabung finde und weil ich ihn so dermaßen angenehm auf der Haut finde. Das heißt, wenn ihr dieses klebrige, so ein bisschen gelige von dem Isana Liquid Moisturizer nicht mögt, aber einen ähnlichen Effekt möchtet, dann schaut euch unbedingt den Balea Beauty Expert Hydration Toner an. Neutrogena hat mir vor einiger Zeit die komplette Retinol-Boost-Reihe zugeschickt, weil eventuell eine Kooperation geplant war, die ich dann aber am Ende absagen musste, weil ich die Produkte nicht vertragen habe. Ich vermute mal, dass es an der starken Parfümierung liegt. Hier sind zwar keine deklarationspflichtigen Duftstoffe drin, keine ätherischen Öle, aber die Parfümierung ist wirklich sehr intensiv, blumig, fruchtig, und ich denke einfach mal, dass das für meine Haut auf Dauer too much war, vor allem in der Kombination mit dem Retinol. Wobei man sagen muss, dass hier die Einsatzkonzentration wirklich sehr einsteigerfreundlich ist mit 0,05%. Nichtsdestotrotz habe ich ein Alternativprodukt am Start, das ich deutlich besser vertragen habe, obwohl da 0,1% Retinol enthalten ist. Und das ist halt auch wieder so ein Zeichen dafür, nur weil man ein bestimmtes Produkt nicht verträgt, heißt das nicht, dass man allgemein ein Problem mit irgendeinem Active hat. Denn ich vermute wirklich, dass es nicht an dem enthaltenen Retinol lag, sondern an der doch sehr intensiven Parfümierung und ja, aufgrund der Tatsache, dass meine Haut so dermaßen empfindlich ist. Mit diesem Produkt hatte ich bis dato keinerlei Probleme. Also jetzt wie gesagt 0,1% Retinol enthalten. Das ist eher eine Konzentration, die ich schon Menschen empfehlen würde, die bereits Erfahrung mit Retinol haben. Aber ich habe wirklich eine super empfindliche Haut, die ab und zu mal Probleme mit Retinol hat, selbst mit geringen Konzentrationen. Und hier
konnte ich nichts dergleichen feststellen. Klar ist es wichtig, seine Haut zu beobachten, erstmal zu testen und zu schauen, wie kommt die eigene Haut damit klar und selbstverständlich auch auf UV-Schutz zu achten. Aber das ist eins der wenigen Retinolprodukte aus der Drogerie, das ich wunderbar vertrage und mit dem ich bis dato keinerlei Probleme hatte. Das heißt, wenn ihr schon immer mal Retinol ausprobieren wolltet, dann ist das ein Zeichen dafür, in die Drogerie zu gehen und euch dieses Serum von Isana anzuschauen. Dann habe ich ja noch ein Alternativprodukt für alle, die mit den 10% Niacinamid-Serien nicht so klarkommen, denn das ist wirklich eine Konzentration, die nicht für jede Haut gut geeignet ist. Da zähle ich meine Haut auch dazu, denn ich habe so meine Probleme mit diesen doch eher hochkonzentrierten Niacinamid-Produkten. Man muss halt auch dazu sagen, dass Niacinamid bis 5% relativ gut erforscht ist. Alles, was darüber hinausgeht, heißt nicht zwangsläufig, dass es besser für die Haut ist. Es heißt zwar auch nicht, dass es nicht funktioniert oder sowas, aber bis 5% kann man definitiv sagen, dass ein Effekt erzielt wird. Es kommt selbstverständlich auch auf die Formulierung und auch auf die Verwendungsdauer an. Aber dazu gibt es auch noch mal ein extra Video, in dem ich euch erkläre, wie ihr Niacinamid in eure Routine integriert, was es zu beachten gibt und ab wann man eben auch erste Ergebnisse sehen kann. Das heißt, falls ihr dieses Video keinesfalls verpassen möchtet, dann solltet ihr meinen Kanal definitiv abonnieren. Und zwar ist das Isana Overnight Moisture Serum mit 5% Niacinamid eine großartige Alternative für die hochprozentigen Niacinamid-Produkte aus der Drogerie, denn dieses Serum enthält nur 5% Niacinamid, welches bereits in dieser Konzentration hilfreich bei Hyperpigmentierung sein kann. Und ich habe auch letztens einen Kommentar auf Instagram erhalten, in dem gefragt wurde, warum denn hier Overnight draufsteht und ob man Niacinamid wirklich nur abends anwenden kann. Und meine Antwort darauf ist nein. Denn Niacinamid wirkt weder phototoxisch noch fotosensibilisierend, sprich es spricht auch absolut nichts dagegen, Niacinamid in die Morgenroutine zu integrieren. Diese beiden Cremes musste ich eine Weile miteinander vergleichen, um festzustellen, warum ich die Barriereschutzcreme von Balea mehr mag. Und die Antwort darauf ist denkbar einfach. Denn ich habe diese Creme deutlich besser vertragen im Vergleich zur Isana Ceramide Cream. Beide Produkte enthalten barrierestärkende Substanzen, während die Ceramide Cream von Isana aber auch noch 5% Niacinamid und 3% Panthenol vorweisen kann, was an sich überhaupt nicht verkehrt ist, solange man diese Creme verträgt. Ich kann nicht genau benennen, warum ich diese Creme nicht so gut vertragen habe, aber im Endeffekt finde ich auch, dass die sich vom Finish her und auch vom Hautgefühl nicht zu stark unterscheiden. Das heißt, wenn ihr mit der nicht gut klarkommt, dann schaut euch diese von Balea auf jeden Fall mal an. Ich hatte hier definitiv das Gefühl, dass meine Haut über Nacht beruhigt wurde, dass die Hautbarriere unterstützt wurde. Ich handhabe das ja auch immer so, dass ich abends eine barriereschützende Creme auftrage, um einfach meine Haut zu supporten. Und mit der hier habe ich wirklich gute Erfahrungen gemacht. Sie kann jetzt nicht unbedingt meinen Favoriten von Purito schlagen, aber nichtsdestotrotz ist das wirklich ein großartiges Produkt für Drogerieverhältnisse. Und ich finde auch hier den Eigengeruch sehr, sehr viel angenehmer im Vergleich zur Isana Creme, denn die hat so einen, ja, leicht süßlich, blumigen Eigengeruch, der mir dann irgendwann so richtig auf den Keks gegangen ist. Ich hoffe sehr, dass meine Alternativprodukte eine tolle Inspirationsquelle für euch sein werden und dass euch das im besten Fall Fehlkäufe erspart. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr eins der Produkte kennt und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt, damit wir uns hier einfach in der Community noch ein bisschen austauschen können. Und falls ihr weitere Vorschläge für Produkte habt, zu denen ich Alternativen suchen soll, dann könnt ihr diese selbstverständlich auch in den Kommentaren da lassen. Und bevor ich mich gänzlich verabschiede, möchte ich mich auch noch mal ganz kurz bei euch bedanken, denn ich war echt überwältigt, wie gut mein letztes Video, also das Skincare News Video, bei euch angekommen ist. Damit hätte ich niemals gerechnet. Falls ihr das sehen möchtet, falls ihr das verpasst haben solltet, klickt einfach hier drauf. Aber
Ich fand das einfach so großartig und das hat mich immens motiviert, dieses Format weiterzuführen. Das heißt, wenn euch dieses Video auch gut gefallen hat, dann würde ich mich selbstverständlich genauso über ein Däumchen nach oben freuen oder einen Kommentar oder ein Abo oder wenn ihr das sogar teilen würdet. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Ciao!